Die letzten Vorbereitungen vor der Abfahrt nach Balteus. I know that together, there's nothing we can't do. And it's all the more special because I have you by my side. You're the man that I love. And there's nothing that can change that. I'm following you to the ends of the world, to the highest reaches of the skies. Das kann er doch nicht so formulieren. Soll ich das? Nix Wasser testen, das Spiel kennt nur Arschbomben. Aber ich kann doch jetzt nicht 7 Beziehungen gleichzeitig führen. And it was already on my wishlist on Steam, but I have so many games. Das erste, unsere Eltern einen auf jeden Fall nicht als Vorbild. Lass uns die einfach abhauen und gut ist. Aber irgendwie sagt mein Bauchgefühl mir, behalt die Scheiße. Behalt die Scheiße. Keep them, Valesser. Make them your own. Make them my own, huh? I think I like the sound of that. She put the daggers in the leather straps on her back. Returning with a smile, it seems like she's ready to head home. Ja, sie ist halt... Ich glaube einfach, sie braucht doch ein bisschen mehr Energie. Sie braucht ein bisschen Feuer, weißt du? Weil sie ist immer so ein bisschen reserviert und irgendwie so in ihren Gedanken und im Erdelement drin. Well, I guess now I need to focus on Hallo, important stuff. What Alistair. kind of person do I want to be after Alles this war is super. over? Und bei dir? No longer held back by anything, so I guess my dreams are the limit. She takes a deep breath of relief, as if a massive weight was now gone. I totally understand. This was a big deal for her. And for me as well. Should we head back then? Ja! I guess you have other things to tend to. Truth be Wir haben told, ihre I Loyalität. needed this. Thank you. With that, we are on our way out of the cave. A cove ist ja eine Bucht, ne? So eine Buchthöhle. Cove, wie würde ich Cove übersetzen? Cave ist eine Höhle. Cove ist eher so eine Art Meereshöhlen, Gewässer, Schluchten, Gedöns. Do you believe us? Do you think we are correct? Daran habe ich nie gezweifelt. Es ist nur seine Art und Weise, Probleme zu lösen, die mich oft gestört hat. Nicht unbedingt die Art und Weise, wie er die Dinge sieht. You know, I believe you, Hal. It makes everything seem more clear. Good. We knew you would see the truth of things. This was an impossible matter to discuss with anybody else. We are special. He smiles, and it's an incredibly nervous smile. He knows deep down inside that his words may not be true. A couple more hours pass. Oh, a couple more hours. But I don't abandon his side, not even once. Das ist gut. Any moment now. Ach, Bro. After a while, we slump down and sit on the ground. His naive hope starts to dissipate into a harsh realization. Magst dich mit einem Charakter zu identifizieren? Naja, wer mag das nicht, Selina? Wer findet sich nicht gerne in jemandem wieder? I can tell that he's tired and so am I. I close my eyes for a few moments. It wouldn't hurt to doze off for a little bit. I just need to make sure I don't leave him. I awaken a while later and sure of the time, but it's dark. It must be the dead of the night. Pro snores softly with his head resting on my shoulder. How I know that in his slumber he doesn't have to face the facts. His dad never came. Why? Was he too afraid to follow through? Pro has a smile on his face. I can tell that he's still hopeful even in sleep. But he can't sleep forever. He needs to wake up and face this. Giving him a soft nudge, he wakes up, but then my heart is broken. He thinks I woke him up because his dad arrived. He looks around, ecstatic. And then he realized that it's just me and him. His ears fold back and he laughs, almost like he's not surprised. Oh, kenn ich. Lachen, obwohl man heulen müsste, ist meine Strategie, mit meiner Vergangenheit umzugehen. Ich lache die ganze Zeit über meine Anekdoten und Familiengeschichten, wo andere denken,
Guckst du, es heißt auf den Weißen da links. Nach Tara, du bist ein freches Gör. Das Spiel hat gerade erst angefangen, hörst du? Und du stellst schon wieder irgendwelche Vermutungen aus dem Nichts an. Ich muss das als Audioeingabe in den Rechner lenken und gleichzeitig monitore, damit ich das vom Rechner auch selber hören kann und nicht nur ihr. Aber wenn die Quelle aktiv ist und ich gleichzeitig die Hintergrundtöne anmachen will, ach, das ist ja... Ah, es ist praktisch. Verdammt. Oh, das ist so praktisch, dass ich das Handy jetzt so hängen habe, ne? Boah, ist das praktisch. Du verlangst von mir, unsere heiligen Traditionen zu brechen? Hey, you really need to stop saying weird stuff. You're gonna make me blush in front of everyone else. Was... Ja. Anyway, we should head to the town square. With this vision business, we'll have a busy day. Diese Antwortmöglichkeiten da immer. Das geht nicht, meine Lieben. Wisst ihr, dass sowas nicht gut ist? Wenn man mir solche Antwortmöglichkeiten gibt, Blubchen. Blubchen, du verstehst mich doch bestimmt. Wenn man mir solche Antwortmöglichkeiten gibt, dann kann man doch nicht widerstehen, Leute in Verlegenheit zu bringen. Verstehst du, was ich meine? Ich meine das ja gar nicht böse. You're obnoxiously loud for tape. I'll take that as a compliment. The louder you are, the more fun you're having. You'll have to come and join me sometime. Ich muss mich so zusammenreißen. Je lauter du bist, desto mehr macht es Spaß. Du musst mal vorbeikommen und mir dabei Gesellschaft leisten, weißt du? Dieses Spiel macht mich fertig. Es macht mich einfach fertig. It's flawless. I'm actually tempted to start cleaning. Ja, Matrix und gut ist. But I know I shouldn't do that without permission. Last time I did that, I got into a whole mess of trouble. A story for another time, I guess. Or whenever you ask. Tatsächlich habe ich das früher auch so gemacht. Guck, also es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Das ist genau das, was ich gerade gedacht habe. Ich meine, es tut mir leid, dieses Spiel gibt mir zu viele Möglichkeiten. Es ist einfach nicht mehr, es ist einfach nicht gut, was da passiert. Der gefällt mir jetzt auch besser. Ein bisschen schlachsiger als die anderen. Ja, das ist schon richtig. Aber, boah, das Spiel kann mir doch nicht solche Dialoge vorschlagen. Das Spiel kann mir doch nicht so was da hinlegen. Ich kann doch nicht anders. Es tut mir doch leid. Ich will ja. Aber was soll ich denn tun? Is that a serious offer? Because, you know, I'm very interested. Was? Even if Milas says that's against the rules. Bitte, was? I guess I should have expected this. Boah. Weißt du, wie oft ich das in meiner Kindheit hatte? Wie oft ich auf meine Mutter gewartet habe und die kam einfach nicht. Und wenn sie mal da war und sich wieder mit meiner Stiefmutter gestritten hat und einfach wieder abgehauen ist, einmal sogar losgefahren und die Koffer noch aus dem Fenster, aus der offenen Tür rausgeschmissen und getreten. Und mir hinterher erzählt, das wäre die Schuld der Stiefmutter oder des Vaters. Tja, dabei hat sie nur wieder Zoff angefangen. Weil er unzufrieden mit sich selber war. Wie oft wurde ich abandoned in meiner Kindheit? Ich bin mein Leben lang meiner Mutter hinterhergelaufen. Könnt ihr mal glauben. He sighs and crosses his arms. You know, I thought I'd give them the option. They could come meet me when they were ready and willing. Other than that, my only option was to just march into their home. Ach du, vielleicht sind die aber auch nie bereit. Weißt du, manche Leute ändern sich nicht groß. Manche schon, manche nie. Of course, my courtesy just ends up stabbing me in the back. He said he'd be here, Monarch. He said he would. And I trusted him! I've been there. He grows and punches the nearby wall with a fit of rage. It's not fair! Das ist es nie.
He grunts in pain and stands there panting. A few tears start to stream from his eyes. Why don't they love me? So sucht man sich nicht aus, du. I step forward and wrap my arms around him. He starts crying more and rests his head against my body. I just wanted a family. Mhm. More than anything, I want to belong. It hurts so much. They don't want me. Das ist so ein bisschen, als würde man in der Gegenwart versuchen, die Wunden der Kindheit zu heilen. Da ist so ein verwundetes Kind in einem, das als Kind verletzt wurde, ganz doll. Man versucht, die Wunden von diesem Kind zu heilen, aber das ist halt schon lange passiert und man kriegt dieses Loch nicht mehr gefüllt. Das ist halt die Sache. I want to know why they threw me away. It's all I've ever wanted to know. That's why I do what I do. I don't know if I can live the rest of my life without knowing the truth. Ich glaube schon. Solche Leute haben meistens sich selbst nicht wirklich geschätzt. Die haben ihre ganz eigenen Probleme. Es geht gar nicht um einen selbst. Das ist meistens dieses Ding, dass sie mit sich selbst so viele Probleme haben, dass die überhaupt keine andere Person in ihr Leben lassen können. Die haben keinen Platz für andere Menschen in ihrem Leben, weil sie selber so kaputt sind. Ja. Ja, was hilft da? Andere Erfahrungen suchen. Ich habe heute Freunde im echten Leben, hinter denen ich stehe. Und andersrum. Leute, wo man jederzeit anrufen könnte, wenn was ist. Und andersrum. Wo ich auch jederzeit rangehen würde zu jeder Tag- und Nachtzeit, wenn was wäre. Und mit solchen Menschen baut man neue Erfahrungen auf, die so einen alten Scheiß überschreiben. Ne? He starts to calm down and soon enough the tears fade. I can tell he's super conflicted. He really wants to meet his parents. But if they don't want to meet him, there's really nothing he can do. It was cruel to schedule a meeting and then not follow, though. His dad must have gotten cold feet. Or maybe his mother needed attention. Under the weather could have any number of meanings, not many of them good. Either way, it's evident that this pursuit of the truth is causing him more harm than not. Meine Mutter war auch immer under the weather. Immer wenn es irgendwo darum ging, in die Öffentlichkeit zu gehen, was gemeinsam zu unternehmen, oh, ich hab heute Dünnschiss. Ja, jetzt muss ich die Wohnung putzen. Ja, immer dann, wenn was los ist draußen. Ja, that is sad. Ich habe schon mal das wütende Gesicht gesehen. Ja, ihr bestes Gesicht auch nicht. This hurts, so realistic it hurts. Und jetzt würde er gleich heulen. Das ist nicht trotzig, meiner Meinung nach, Karadas. Das ist nachdenklich. We would never abandon him like this. Ja, wenn er sich auch mal vernünftig mitteilt, das ist wohl I richtig. just don't know what I should do. Hinter meiner Mutter musste ich auch ein Leben lang herrennen. Und als ich das jahrelang mal nicht mehr getan habe, da hat sie dann auf einmal gemeckert und gejammert, ob ich sie hassen würde und warum ich ihr das antue. Sie hat 25 Jahre meines Lebens so getan, als wäre ich nicht da. Und ich bin immer hinter ihr hergerannt, habe immer mich von mir ausgemeldet, habe immer herausfinden müssen, wo sie jetzt wieder hingezogen ist. Wo wohnt Helga Köster jetzt? Ach nee, jetzt heißt sie doch Stenzel. Wo wohnt Helga Stenzel jetzt, ne? Weil sie sogar vergessen hat, beim Umzug und Ummelden ihre Nummer mir mitzuteilen und so. Tja, und auf einmal, als ich mich so 11 Monate in dem Dreh nicht bei ihr gemeldet hatte, als ich so Ende 20 halt war, ne? 24, ja, 23, 24, keine Ahnung. Da hieß es dann auf einmal von ihr, warum ich sie denn hasse. Warum ich sie so ignoriere. Ob sie mir so unwichtig ist und so. Da hat sie direkt die Psychokeule ausgepackt. Tja, guck mal an, ne? Da kann ich dir nur eins raten aus eigenen Erfahrungen. Let them go, Pro. You have a true family with a rebellion. I tell to him to let go of his parents. He has a true family in all of his allies. If he'd start to communicate properly. Blood isn't what makes your family. It's love, acceptance, and understanding. If his parents
wouldn't give him that, then perhaps he should be abandoning them. Let them go? Hmm. He seems surprised, like nobody has suggested this to him before. I know, you're right. Hmm. I've tried, but it's really hard. What happened here today might change things, though. After everything I've tried, maybe this is the wake-up call I needed. Thanks, Monarch. He smiles at me. I'm glad I could help him, even if it's only a little bit. So, should we get going then? I guess you have a lot of things to do. Given that, I'm really glad that you came with me. I don't know how I would have handled this alone. Having you by my side, it makes me stronger. And if there's anything I need right now, it's strength. Loyalty. Ich frage mich, ob das bei jedem Charakter so ist, dass man sich genau für eine Antwort für die richtige entscheiden muss, sonst ist er weg. Oder kaputt im Kampf oder so. Weil keine Moral. Well, then we start to work away from the town square. It pained me to see him go through this. Nobody should feel abandoned. Oh Gott, ja. Verlassen werden. God. Story of my life. Story of my life. Eltern und so ziemlich jede Liebesbeziehung, die ich je versucht habe zu beginnen. Alle haben genau das getan. Abandoned. But at the end of the day, he had people like me to stand by his side and help. Das ist auch ein Grund, warum ich es akzeptiere, dass er jetzt gerade nicht über seinen Verrat spricht. Er hat Scheiße gebaut, aber mit guter Absicht hat er Scheiße gebaut. Ich hätte gerne mit ihm drüber geredet, aber ich kann auch mal zurückstecken. Damek leads me to the town square of Maseo too. Ah, it must be hard on him. I can see him shaking as we walk through the town, but facing a painful memory helped him move on. It was my duty to assist him, but the coming storm, he needed to be resolute. Helping him would help us all. I can't thank you enough for coming with me, Monarch. There's not many people I trust this much. Ich weiß, dass ich mal auch Dinge von meiner Oma aufhebe, aber meine Oma traumatisierte mich nicht. Meine Oma war mein Hoffnungsschimmer. Ne? Meine Oma war auch nicht frei von Fehlern, aber meine Oma hat dafür gesorgt, dass ich nicht komplett durchgedreht bin in meiner Familie. Erinnerungen an sie aufzuheben ist nichts Schlechtes. Aber das, was er da erlebt hat, das geht gar nicht. Nächste Frage wäre gewesen, ob es da auch Charaktere ohne tragische Vorgeschichte gab. So Ulrich, da ist meines Wissens nur übergelaufen. Ja, aber schön ist seine Geschichte auch nicht. Fortem und Valessa haben keine wirklich negative Geschichte. Aber die sind halt beide auch ohne Eltern aufgewachsen. Zumindest sind alle unsere Eltern gestorben in unserer Kindheit. Aber ansonsten gehen ihre Geschichten eigentlich. Leave it. Move on from these painful memories. You're right. I think this is something I need to do. It'll be hard, but I need to move on. I can't hold myself back. We're fighting to liberate our world and push forward, right? Ja. It's a bit hypocritical for me to do the opposite to myself. I hope whoever picks it up goes on to take good care of it. It means a lot to me. Ja, wenn ich ihn nicht ganz reinstecke, dann kriege ich es von beiden Seiten. Jetzt kriege ich es nur... Verdammt. Glaube ich dir. Ja. A lot of the specific details have been lost to time, but it goes like this. He was young, and his parents wanted the same thing, so they fought for it. They died in the arena, and Ulrich couldn't handle it. He ran away from the nation. Da steht jetzt aber auch nicht, dass ich gerade Winds of Change zocke, jetzt wie eben, ne? Habe ich auch wieder nicht angestellt. Ich sage, mir platzt irgendwann der Kopf. I'm the same Ulrich. Ja. It's been so long, it's hard to believe. Nein, es ist I'm nicht. sure Hab ich you had schon your seit mehreren suspicions, Streams so I gedacht. just came here to confirm them for you. Das ist halt relativ offensichtlich gewesen. Erst recht, nachdem im letzten Stream uns so wie gesagt hat, wie es funktioniert. He looks at me, waiting my response. I don't know what to say next. What do I do? Ach du meine Güte. Twitter legt wieder los. Ja. Boblin, komm in meinen Van. Ich hab Lollis für dich.
Also ganz ehrlich, meine Lieben, ich finde diese Entscheidung relativ einfach. Wenn wir den Fluch jetzt von ihm lösen, kann er schlechter kämpfen für uns. Das stimmt schon. Wenn, ne, hier, keep him strong, remove the curse. Ich entscheide mich für remove the curse. Ja, unsere Kampfkraft mag darunter leiden. Nein, ich tue es nicht, weil ich sauer auf ihn bin und dann darauf baue, dass er stirbt. Sondern er ist über 1000 Jahre alt. Es sollte seine eigene Entscheidung sein. Wenn er jetzt Bock darauf hat, sterblich zu werden und zu altern wie jeder andere Mensch auch. Ja, Amen, ne? Also jedem das, wofür er sich entscheidet. Das ist eigentlich mein Grund. Es ist seine Freiheit, über seine Seele und seinen Körper zu entscheiden. Und nicht die Entscheidung von irgendwelchen Triumviratsäumeln, gegen die wir gerade vorgehen. Ihn jetzt unsterblich zu lassen, damit er gut für uns kämpfen kann, würde uns genauso scheiße machiavellistisch machen wie das Triumvirat. Und deswegen remove the curse. Ja, ist klar. Du gibst Ulrich, was er will. Wie romantisch. Das wird ihm gefallen. Da revanchiert er sich bestimmt gerne. Na, Mensch, ist meine Herleitung, warum ich ihm diesen Fluch nun nehme, ist das jetzt so schwierig? Ich fand das relativ... Das, was, weißt du? Zeichnung ist, dass man immer sehr genau erkennen kann, was da für ein Interieur oder Exterieur gezeichnet ist, dass es aber trotzdem so vage gehalten ist, dass die Fantasie den Rest füllt. Das ist so ein bisschen wie Spiele früher waren, als sie noch nicht so gut aussahen wie heute und deine Fantasie immer die Lücken füllen musste. Ja? Und im Endeffekt ist so auch diese Environmental Art hier. Ne? Ist ja kein Konzept mehr, es ist ja schon fertig. Das ist ja sein Style. But this speech is a culmination of all your actions so far. Ah. Eine Subsumierung. And it is time for our enemy to realize that we will stop at nothing. To see them fall. They start to mutter among themselves, nodding in agreement with everything I say. This journey could have easily compromised us and forced us to do unspeakable things. But we can rest easy knowing that we've clung to our values and traditions. We are better than them. And that is exactly why we will win. A bunch of them start cheering with wide grins on their faces. I'm speaking from the heart, speaking from instinct, and it's working. I smile now too, and my words from this moment on are filled with confidence. We will leave behind a world of freedom. We will embrace everybody who has been wrongfully oppressed. But simply, we will give hope to those who have found their own was stolen. Due to the Triumvirate's rule, that number is far too high, but it ends now. No longer will victims find themselves blinded by revenge. No longer will servants find themselves lost to a quest for redemption. The crowd is roaring with applause, cheering on my every word. I know they want more, so I try and think of what I should say next. We have more power than any group of people who have ever spoken up against the Triumvirate. With visions just like my own, we have an army of seers willing to fight for us. Able to see the future and every more the enemy can make, we will be unstoppable. I grab the blade from my back and slowly unsheath it. But most importantly, we have this. Holding the blade out, they explode with even more applause. I held a symbol that almost guaranteed our victory and our freedom. Nobody has ever had or ever will have a better chance of taking them down. Using this blade, I will create a world just like sailors had always envisioned. When this is all over, we will live in a united world. We will stand together, strong. Everybody will have a voice, and together we will find harmony. We will find peace. For the rebellion.
With a wide smile and met with a large round of applause, jump off the crate. Taking it as a sign that we're ready to depart, pirates start preparing to set sail. I should probably meet with Damek and Howl one last time. One last time. Da, 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 da. For deciding what to do. As I approach them, I notice they look happier than I've ever seen. Pro will sneak away from the town square and infiltrate the castle. His job will be to cause a distraction, luring enemies away from the atrium. With that done, the rest should be smooth sailing for the Monarch. Muss man den unbedingt alleine schicken? Nicht, dass ich ihm nicht vertraue, aber das ist so ein Luftkopf. I'll go with Pro, if Aha, that's Gott okay sei with Dank. you. I know the layout of the castle, and he'll need some backup. We can't expect him to hold off an entire horde of suits at once. Sehr gut. Very well. Grizz will accompany Pro. The two of them will have no problem clearing the castle. The bulk of the honor guard will be with me in the town square. Alright, that takes care of Hal, Pro, and myself. The rest of you will accompany the Monarch to the castle. Let's see here. I should have another map detailing our current area. The only way to approach the Triumvirate's castle is directly from the front. That is, unless you know a secret or two. This involves a hidden mountain pass. Using this pass, you can go around Balteus. It'll be much easier than sneaking through the city. Joining you will be Ulrich, Fortame, and Valessa. Damek, if you'd let me join them, I could help out. Remember who tipped you off about this hidden trail? I can even use the Blade of Exodus if the Monarch is in a bind. Alright, sure. I have no problem with that. Moment I was scared things would go south. Rebellion is small and insignificant. Hundreds standing in a world of millions. Even if you win, they won't respect your power. They're happy living under the Triumvirate's rule. Revenge won't solve anything. Just back down. We circled around each other, both holding out our weapons. I was hurt by the occupation and I wanted to fight. But I realized I was being greedy. And there was no point. It's not my happiness, my satisfaction that matters. It's the world's. Ja. Findet er. It seems we've reached a stalemate, both trying to talk each other down. When I wouldn't yield and something told me that he wouldn't either. His views have been twisted and he thinks mine have as well. Oh! Oh! Wir dürfen mal wieder entscheiden und dann gleich wieder so ein Klopper. Ei. Eine Schlange fällt ins Feuer und Buddha greift hinein, um sie zu retten und die Schlange beißt Buddha. Und Buddha hat eine Wunde an der Hand. Und greift wieder ins Feuer. Rettet die Schlange, zieht sie schnell raus, wirft sie schnell weg, bevor sie wieder beißt. Und jemand saß am Feuer, beobachtete das und sagt, sag mal, bist du doof? Die Schlange hat dich gebissen? Wieso rettest du dieses olle Viech? Ja? Und dann sagt Buddha, es ist die Natur der Schlange zu beißen. Es ist meine Natur zu helfen. Wieso sollte die Natur der Schlange verändern, was meine Natur ist? Wenn wir ihn töten, ihm direkt aktiv die Klinge reindrücken, sind wir nicht besser als unser Feind. Zweitens. Den Anführer einer Streitmacht gefangen zu nehmen, sorgt meist dafür, dass diese Streitmacht ab dann besiegt ist und allgemein niemand mehr sonst draufgehen muss. Und in dem Moment fällt mir noch drittens ein, Shane war der Anführer der Rebellion. Und Shane war mal einer der besten Freunde von Damek. Ihn jetzt vor den Augen von Damek und dem Rest der Rebellion umzubringen, finde ich doch arg demoralisierend. Das muss ich denen nicht reindrücken. If I went on to win this war, maybe he would see things differently. You took everything from me!
Das hast du dir selber weggenommen, du Idiot. As his anger and rage empowers him, I start to tremble even more. It takes a lot to resist the strength of the man wielding the Blade of Exodus. I do my best to buy time until I find the right opportunity. I contest Shane's You words. were born with everything I worked so hard to achieve! They were my family, my friends, and you took them all away! Der ist schon ein bisschen doof, ne, der Shane? As he starts to get more desperate and angry, I decide to take action. I let him overpower me and I step to the side, dodging his next swing. I hate you! But immediately after, and much to his surprise, I phase the blade back into my hands. While he's caught off guard, I raise the blade in the air and smash the base against his head. He screams and stumbles back, knocked into a daze. I step forward and do the same thing again. I'm careful not to go too far, and I stop the moment I find enough time to make my escape. He slumps down on the ground, almost knocked unconscious. I can hear him cry and whimper. There was no way to know if he'd make it out of this alive, but at least he had the chance. This was enough of a distraction. I had to get moving. Looking back at Shane, it's crushing how far he seems to have fallen. When I saw Damek again, I might be wise not to even tell him what happened. Ich find's einfacher, wenn Bösewichte einfach nur böse und finster sind, wie Dämonen, die alles vernichten wollen, dass man die einfach ohne Skrupel platt machen kann. Ich find's viel schwieriger, wenn ein Bösewicht eigentlich nur ein kaputtes, idiotisches Kerlchen ist, der halt in eine Klapsmühle gehört quasi, so in etwa. I jump in the water and immediately start swimming toward the ship my comrades are on. But soon after jumping in, the freezing water makes my limbs feel stiff and my chest heavy. Fighting it for as long as I can, I keep swimming. I know I can do this. This is no time to give up. I must have passed out back in the water. I shake my head, and whoever is carrying me seems to notice. They put me down and sigh. You're awake! Thank goodness. When I found you in the water, I was starting to worry. What happened back there anyway? You were so far behind us. I shake my head, telling him that I can't remember much, a necessary lie. If he knew what Shane tried to do and how lost he was, it would damage his morale. He needed to see my survival as a triumph. He couldn't afford any damaged morale. Oh, I see. Can you stand on your own? We're resting in a shack that's not too far away. A lot of stuff happened while you were out. Normally a statement like that under these circumstances would fill me with fear. But Demek says it with such a calm demeanor. It's nothing fancy, but it'll give us the privacy we need. Ich bin gerade erst wieder zu Kräften gekommen. Ich will jetzt keine Quality Time. Nodding, I get up on my feet. I stumble a bit, but Demek can't tell. As soon as we arrive, I make my way to the shack and lean against it. Das sieht aber auch kalt aus hier, ne? Alter Schwede. Und das da hinten ist wohl die böse Burg. We barely even arrived in Balteus and everything. War so falsch. Ich denke nicht falsch. Ich bin lieb, Boblin. Soon as I'm inside. Guck mal, was da steht, Boblin. Sobald ich eingedrungen war. I let out a huge sigh. Das klang ungefähr so. Oh Gott. Tut mir leid. Es ist spät. Can you promise me one thing? I nod and he waves me even closer as his voice weakens. He holds out his hand and I shake it with a firm grip. Give them hell for me, Monarch. If I die, I want to die knowing that we've won. Show them no quarter. They don't deserve it. I nod and then release the grip on his hand. He dozes off into slumber and I decide to leave him be. Rest would be important right now. Shouldn't force anything. After standing up, I look down at him. If it weren't for him, we wouldn't have even be here right now.
I smile and silently thank him for all that he's done. The door to the shack swings open, startling me. I turn around to see Grizz look around, obvious to my presence. After a few moments, he notices me and lets out a nervous laugh. I never thought I'd see this place again. Dann muss ich das gottgegebene Schicksal akzeptieren. Das Universum selbst formt uns. Und die Strömung des Universums spricht in diesem Moment zu mir: Jan, vergiss deinen Rhythmus. Du musst spät ins Bett gehen. Du musst polyphasisch schlafen für den Rest deiner irdischen Existenz. Das Mikrofon, das ist doch alles ein großer Scheiß. Ja, war's. Ja, wie gesagt, selbes Angebot wie letztes Mal. Entweder warte ich jetzt auf ein Wunder, beziehungsweise fummel ich so lange rum, bis ein Wunder passiert, oder aber ich gebe auf, dann sind Twitch-Streams gestorben und wir spielen das Spiel komplett nochmal nach am Computer und vorher mache ich auch den Stream nicht mehr aus und dann sind wir morgen früh dann irgendwann wieder. An dieser Stelle unterbrechen wir für heute und in der nächsten Folge von Winds of Change geht es dann weiter mit der Schlacht um Balteus.